Geldgeschenke in der Familie sind für viele reine Privatsache. Dennoch muss man sich fragen, was meldet die Bank dem Finanzamt, wenn du Geldgeschenke machst? Das wollen wir uns heute einmal anschauen, insbesondere auch dann, wenn du im Ausland lebst oder der Beschenkte im Ausland lebt. Also, wir reden jetzt hier natürlich nicht von Bargeldgeschenken, ja, wo du hier dem Beschenkten 5.000 € zusteckst. Davon reden wir nicht. Wir reden jetzt hier von einem Geschenk per Überweisung. Du überweist also an den Beschenkten einen bestimmten Betrag. Und jetzt ist die Frage, welche Meldepflichten es hier bei der Bank eigentlich gibt bei solchen Geschenken und was zu beachten ist, wenn du im Ausland wohnst oder der oder die Beschenkte im Ausland wohnt. Nun, zunächst mal muss man jetzt verschiedene Sachverhalte hier unterscheiden. Es gibt ja heutzutage im Bankenwesen auch noch viele andere Regeln zu beachten als jetzt nur die steuerlichen Aspekte. Ganz wichtig bei der Bank: Compliance, Geldwäsche, diese ganzen Themen. Diese muss man komplett getrennt von dem steuerlichen Thema anschauen. Wann hier eine Bank nun eine Meldung macht an die Behörden, weil der Betrag hoch ist oder weil sonst irgendetwas der Bank als verdächtig erscheint, das ist vielfach nicht hundertprozentig klar zu sagen. Das liegt nämlich rein im Ermessensspielraum der Bank. Banken müssen Transaktionen melden, wenn sie den Empfänger oder den Absender einer Zahlung nicht kennen. Wenn du also zum Beispiel eine Bareinzahlung machst bei einem Konto, dann muss diese Transaktion gemeldet werden. Auch wenn du keine weiteren Details zum Empfänger in der Überweisung angibst, keine Adresse und so weiter, dann besteht hier die Gefahr einer Meldung. Aber auch wenn zum Beispiel hier eine Transaktion als verdächtig erscheint, weil im Banksystem durch verschiedene Parameter geklärt ist, wann eben hier ein solcher Trigger ausgelöst wird, kann eine solche Meldung erfolgen. Also beispielsweise, wenn du immer nur sehr kleine Beträge auf dein Konto eingezahlt bekommst und auf einmal kommt ein Riesenbetrag aus dem Ausland, möglicherweise macht dann die Bank eine Meldung. Das hat aber keine steuerrechtliche Relevanz. Hier geht es rein um die Bekämpfung von Geldwäsche. Hier geht es rein um das Thema Compliance. Ja. Was hier, wie gesagt, genau die Parameter sind, darüber schweigt sich die Bank natürlich aus. Aber man kann davon ausgehen, dass eben hier alles, was jetzt nicht Business as usual ist, alles, was ungewöhnlich ist, alles, was zum ersten Mal vielleicht auf deinem Konto passiert, zu einer solchen Meldepflicht führt. Aber die Meldepflicht führt ja dann auch letztlich nur auf Seiten der Behörden zu einer manuellen Überprüfung und in den allermeisten Fällen wird sich daraus ohnehin nichts ergeben. Ich kann dir ein Beispiel sagen aus UK. Vielfach werden hier natürlich Überweisungen an Personen getätigt, die jetzt hier einen asiatischen Namen haben, pakistanische Namen, indische Namen, orientalische Namen und so weiter und so fort. Und vielfach sind diese Namen ja auch gleich. Ganz viele heißen Mohammed, ganz klar. Und hier kann es natürlich sein, dass dann ein solcher Name auf einer der Terrorismuslisten gefunden wird. Ja. Und dann muss man hier noch weitere Details dann angeben, dann wird es geflaggt, dann muss man weitere Details angeben, was ist das ein Geburtsdatum etc. pp. Dann kommt es zu einer manuellen Überprüfung. Dann wird eben diese Überweisung etwas später ankommen, aber ansonsten passiert da natürlich nichts. Ja. Das ist so das typische Compliance-Elend, mit dem wir uns eben heute hier abgeben müssen. Das ist ganz normal und da kann man relativ wenig tun. So, das hat jetzt, wie gesagt, alles nichts mit Steuern zu tun. Hier geht es jetzt rein um das Thema Geldwäsche und bankinterne Kontrollen, Know Your Customer und so weiter und so fort. Diesbezüglich ist natürlich zu beachten, dass auch du eine Meldepflicht hast. Wenn du jetzt hier eine Überweisung machst von mehr als 12.500 € ins Ausland auf ein Konto, was nicht dein eigenes ist, ja, dann musst du hier eine Meldung machen an die Behörden und anzeigen, dass du Geld überwiesen hast. Das geht ganz einfach übers Telefon. Stichwort Außenhandelsverkehr. Ja, vielfach zeigt dir die Bank auch an, dass du die Meldung machen musst.
Das heißt, das wäre eben auch bei einer Schenkung zu beachten. Aber auch hier geht es nicht um steuerliche Themen, sondern eher eben um die Sicherheit des Geldsystems. Wie ist es nun steuerlich? Grundsätzlich findet keine Meldung an das Finanzamt statt, außer wenn es um einen Depotübertrag geht oder um Fälle geht, wo eben Abgeltungssteuer normalerweise fällig wäre. Hier würde also, wenn du jetzt von einem Depot Aktien in ein anderes Depot überträgst, dann entsprechend eine Meldung an die Schenkungssteuerstelle des Finanzamtes gemacht werden. Ansonsten aber nicht. Das heißt, bei einer normalen Banküberweisung, egal an wen du die tätigst, gibt es keine Meldung in puncto Schenkungssteuer. Du bzw. der Beschenkte sind möglicherweise hier anzeigepflichtig dann in der Steuererklärung. Hier muss die Schenkung dann entsprechend gemeldet werden. Und hier wird vielfach ein Fehler gemacht, denn es muss jede Schenkung gemeldet werden, auch welche, die unter dem Freibetrag sind. Bei der Schenkungssteuer gelten ja die gleichen Freibeträge wie auch bei der Erbschaftssteuer, nur eben alle 10 Jahre. Das heißt also, wenn du jetzt deinem Kind eine Schenkung machst, dann gilt ein Schenkungssteuerfreibetrag von 400.000 Euro alle 10 Jahre. Erbschaftssteuer 400.000 im Erbschaftsfall. Aber eben auch, wenn du schon viel weniger Geld verschenkst, muss eine entsprechende Meldung dann steuerlich gemacht werden. Eine solche Meldung musst du machen innerhalb von 3 Monaten. Und jetzt kommt die große Krux. Für die Schenkungssteuer ist sowohl der Beschenkte als auch der Schenker haftbar. Das heißt, beide müssen hier eine Meldung an das Finanzamt machen. Wenn du Geld verschenkst und wenn du Geld geschenkt bekommst, musst du in beiden Fällen das dem Finanzamt anzeigen. Realistischerweise ist es vielfach zum Beispiel so, wenn du an jemanden im Ausland Geld verschenkst, dann ist ja diese Person in Deutschland nicht schenkungssteuerpflichtig. Wenn also hier die Schenkung außerhalb des Steuerfreibetrages liegt, dann bist du verpflichtet, die Schenkungssteuer in Deutschland darauf zu bezahlen. Ein sehr wichtiger Punkt, viele wissen das nicht. Also, sowohl der Beschenkte als auch der Schenker sind haftbar für die Schenkungssteuer. Aber wie gesagt, wenn der Beschenkte nicht in Deutschland steuerpflichtig ist, dann muss er sie natürlich auch nicht bezahlen. Dann obliegt die Pflicht dem Schenker. Denke aber hier an diese 3-Monatsfrist. Innerhalb dieser 3 Monate musst du die Schenkung dem Finanzamt melden. Nochmal, seitens der Bank wird hier keine Meldung gemacht. Wie ist es nun aber, wenn du im Ausland bist? Mal angenommen, du ziehst ins Ausland und du schenkst nun einen Betrag an einen Verwandten, vielleicht ein Kind oder an jemanden anders in Deutschland oder möglicherweise auch im Ausland. Gibt es hier bestimmte Meldungen seitens der Bank? Was ist hier zu beachten betreffend der Schenkungssteuer? Hinsichtlich der Meldung durch die Bank gilt letztlich das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Standardmäßig gibt es hier keine Meldung ans Finanzamt. Wie gesagt, die Bank mag entscheiden, wenn du jetzt in einem verdächtigen Land wohnst und du schickst jetzt eine große Summe nach Deutschland, dass diese Transaktion verdächtig ist und macht dann möglicherweise eine Meldung im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen, an die sich Banken halten müssen zur Verhinderung der Geldwäsche. Ja. Hat aber, wie gesagt, steuerlich nichts zu tun. Was ist also nun steuerlich aus Schenkungssteuersicht zu beachten, wenn du Geld nach Deutschland schickst, nachdem du ins Ausland umgezogen bist? Die Antwort wird dich möglicherweise überraschen. Es hängt im Wesentlichen von deiner Staatsbürgerschaft ab. Bist du deutscher Staatsbürger, dann bist du noch 5 bis 10 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland unbeschränkt schenkungssteuerpflichtig in Deutschland. Das heißt, wenn du jetzt umgezogen bist ins Ausland und eine Schenkung machst an eine Person in Deutschland, gilt genau das Gleiche, wie wenn du noch in Deutschland wohnen würdest. Du musst wiederum, genauso wie der Beschenkte auch,
eine Meldung an das Finanzamt machen innerhalb von 3 Monaten an dein deutsches Finanzamt. Auch wiederum seid ihr beide, der Beschenkte und du, hier haftbar für die Schenkungssteuer. Natürlich, normalerweise wird der Beschenkte sie hoffentlich bezahlen. In Deutschland sollte also kein Problem sein. Aber ihr seid beide haftbar. Ihr müsst beide die Erklärung beim Finanzamt einreichen. Bist du kein deutscher Staatsbürger, dann gilt diese Verpflichtung natürlich für dich nicht. Das heißt, dann kannst du einfach etwas überweisen, das Geldgeschenk an die Person in Deutschland und musst dich dann um nichts weiteres in Deutschland kümmern. Möglicherweise musst du Erklärungen machen in deinem neuen Wohnsitzland. Das gilt natürlich auch, wenn du Deutscher bist, übrigens, ja. Aber in Deutschland musst du ansonsten nichts mehr beachten. Schauen wir uns zuletzt noch den Fall an, was passiert, wenn du als Deutscher, der im Ausland lebt, jetzt eine Überweisung machst an jemanden im Ausland, also an jemanden, der nicht in Deutschland lebt. Sagen wir mal, eins deiner Kinder ist nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig und wohnt in einem anderen Land. Das heißt, du hast Deutschland verlassen und überweist an dieses Kind Geld. Wenn du gerade eben genau zugehört hast, dann wirst du im Grunde genommen jetzt verstehen, dass genau das Gleiche gemacht werden muss deinerseits, wie wenn du an jemanden in Deutschland überweist. Jedenfalls, wenn du noch in Deutschland unbeschränkt schenkungssteuerpflichtig bist oder aber erweitert beschränkt schenkungssteuerpflichtig bist. Das heißt also, selbst wenn du an jemandem im Ausland etwas schenkst, innerhalb von 5 Jahren nach deinem Wegzug aus Deutschland, musst du wiederum die Meldung beim Finanzamt einreichen, dass du eine Schenkung gemacht hast. Wenn die andere Person ebenfalls deutsche Staatsbürgerin ist und ebenfalls in den letzten 5 Jahren aus Deutschland weg ist, muss sie das Ganze natürlich genauso machen. Dann ist sie verpflichtet, die Steuer zu bezahlen, die beschenkte Person. Ist die Person aber nicht in Deutschland steuerpflichtig, weil es ein Ausländer ist, dann musst du die Schenkungssteuer in Deutschland abführen, selbst wenn die beschenkte Person nicht in Deutschland lebt, nie in Deutschland war, keine Deutsche ist. Diese Frist, wie gesagt, wird auf bis zu 10 Jahre verlängert, wenn du von Deutschland in ein Niedrigsteuerland umziehst. Also, mal angenommen, du lebst in Dubai, hast in Dubai eine neue Freundin, die ist keine Deutsche, die war nie in Deutschland, hat nie dort gelebt, war nie dort steuerpflichtig und nach 8 Jahren in Dubai schenkst du ihr 100.000, um sich ein Auto zu kaufen. Dann gilt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst innerhalb von 3 Monaten eine Meldung bei deinem Finanzamt in Deutschland einreichen, wo du die 100.000 erklärst. Und du bist dann hier erweitert beschränkt steuerpflichtig für diese Schenkungssteuer und musst die in Deutschland abführen. Ich weiß, das ist ziemlich pervers, aber leider ist es eben die Realität. Ganz wichtig ist ja auch noch zu beachten, vielfach ist es ja bei der erweitert beschränkten Steuerpflicht notwendig, dass du noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Das ist bei der erweitert beschränkten Erbschaft und Schenkungssteuerpflicht nicht der Fall. Das heißt, was ich gerade eben gesagt habe, gilt auch dann, wenn du keine wirtschaftlichen Interessen, Immobilien, Beteiligungen und so weiter mehr in Deutschland hast. Auch hier gilt natürlich ganz klar bei ausländischen Banken, hier erfolgt keine Meldung an das deutsche Finanzamt. Das ist ja sowieso klar, hättest du dir sowieso selbst gedacht. Aber ich habe gedacht, ich sage es trotzdem nochmal. Auch hier wieder also sehen wir ein Thema, von dem man eigentlich nicht erwartet hat, dass es so kompliziert ist, hat sich doch wiederum als ein recht komplexes und auch sehr störendes Thema letztlich herausgestellt. Insbesondere dann, wenn man vorhat, ins Ausland umzuziehen. Wer will schon tatsächlich jahrelang nach dem Umzug hier noch irgendwelche Meldungen in Deutschland einreichen müssen, nur weil man jemandem ein Geldgeschenk gemacht hat? Sehr nervig, ist klar, aber leider ist so das deutsche Recht. Da kannst du relativ wenig machen, außer dass du natürlich ziemlich früh aus Deutschland wegziehst oder eine deutsche Staatsbürgerschaft ziemlich früh annimmst. Du kannst dich nicht
davon befreien, indem du kurz vor dem Wegzug zum Beispiel eine andere Staatsbürgerschaft annimmst. Das geht nicht. Es muss mindestens also 5 Jahre vor dem Wegzug sein, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft ablegst. Wenn auch du dich mit solchen Themen herumträgst, wenn du gern ins Ausland umziehen möchtest, deine steuerliche Situation optimieren willst, Vermögen schützen willst, Vermögen aufbauen willst, vielleicht über eine weitere Staatsbürgerschaft nachdenkst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Aufgaben: steuerliche Optimierung im Ausland, Auswandern, Vermögensschutz, doppelte Staatsbürgerschaften. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.